So, du wundervolle Seele, dann begrüße ich dich wieder von ganzem Herzen hier zum nächsten Interview auf unserem Christus-Bewusstsein Online-Kongress. Schön, dass du da bist. Ich darf heute wieder einen bezaubernden Gast hier heute begrüßen, und zwar ist heute die wundervolle Lia Lohmann hier im virtuellen Studio. Grüß dich, Lia. Hi Philipp, es ist mir eine Freude hier zu sein und auch von mir ein herzliches Willkommen an jeden, der heute hier teilnimmt und mit mir und Philipp gemeinsam die Reise geht. Ich sage, Genetik ist Bewusstsein. Unsere genetischen Stränge, unsere DNA ist wie ein Skalarfeld, eine Antenne, eine kosmische Antenne, die spezifische Bewusstseinsstrukturen kanalisieren und helfen zu materialisieren. Und wenn ich meine Genetik aktivieren möchte, muss ich mein Bewusstsein, mein Wissen dessen, was ich mir bewusst bin, in meine Genetik bringen und wirklich verkörpern. Und dann verändert sich auch mein Energiefeld dementsprechend und ich bekomme Sternenenergie Da in setzen mir. wir gleich nochmal an. Und das ist Ich habe auch viel New Age Lektüre gelesen, gerade zu Beginn, als ich angefangen habe, mich mit Spiritualität oder für Spiritualität zu begeistern, und habe auch von diesen Walk-ins gesprochen, habe dann gleichzeitig auch jetzt von Eckhart Tolle gerade gelesen oder auch immer wieder gelesen, und dann ist mir eigentlich auch, also liegt es auf der Hand, dass das eigentlich ein Walk-in gewesen sein muss. Also von einem Moment, dieser radikale Switch ja, von nicht erwacht, leidend in seiner Persona-Story gefangen zu ja 100% wach und online auf allen Ebenen. ja, Und ja. das stellt man sich dann vielleicht immer großartig vor, aber du sagst gerade, also viele kriegen das gar nicht hin, das dann wirklich zu integrieren. Ja, es ist sehr, Wie, sehr schwierig, das zu integrieren, wenn ein Starseed aus dem Starseed-Programm in den Menschen geht. Und es ist immer, man kann sich vorstellen, die Frequenz entscheidet. Also dieses Starseed-Programm ist in der Regel von positiven Extraterrestrischen gemacht. Es gibt auch, ich nenne sie jetzt hier die Negativfraktion Aliens, die auch diese Kapsel nutzen, um Verbindungen aufzubauen, aber sie bauen die Verbindungen auf zu Powerstrukturen, Machtstrukturen, heißt Politikern, Großunternehmen etc. Und dann ist das wie eine feindliche Übernahme, ein Kapern. Und dann werden diese Menschen wirklich verdunkelt. Alles ist das Quantum. Und wenn ich verstehe, wie das Quantum aufgebaut ist und ich verstehe, wie die Realität sich strukturiert aus meinen Ideen und Konzepten und ich lerne, das zu bewegen, wie meine Ideen und Konzepte meine Realität strukturieren, dann habe ich alles in der Hand. Aber das Bewusstsein in dem limitierten Spektrum kann immer nur die Dinge greifen in einem, ja, so schnell und so weit, wie es die Dinge greifen kann, um das Erfahrungsspektrum nicht komplett zu zerbröseln zu lassen und eine neue Inkarnation zu bilden, um dieses Erfahrungsspektrum wieder neu zu formen, um dort weiterzumachen. Also alles auch in Harmonie und in Einklang mit den Seelen, die das Bewusstsein erhöhen wollen, Stück für Stück seine Kraft wiederzubekommen, weil man lernt auch unglaublich viel durch das Opfersein. Auch wenn der Mensch leidet, lernt die Seele, die beobachtet und mitmanifestiert, die menschliche Erfahrung mitmanifestiert, unglaublich viel über. Aber ich darf die Matrix nicht bekämpfen. Ich darf die Leute nicht missionieren, weil sonst passiert nämlich, dass die Leute sich gegen dich wenden, gegen mich wenden. Warum? Weil die Matrix sich erhalten will. Und solange eine Person schläft, und Teil der Matrix ist sie Teil der Matrix und die Matrix will sich erhalten. Deswegen hilft es als wirklich großen Tipp von mir, wenn ihr aufwacht, das ist alles genau Teil der Geschichte, wo sie prüfen, wie stark ist die Hypnose, wie stark haben wir die Leute schon manipuliert zu glauben, dass die Erde flach ist, mit all den Argumenten, die wir bringen. Und dann hetzen sich Gruppen wieder gegeneinander auf und so prüfen sie auch mit falschen lehren, wie leicht die Menschen noch manipulierbar sind. Und deswegen ist es so wichtig, aufzuwachen zu meiner eigenen Wahrheit. Also nicht die Wahrheit von mir zu glauben. Das sage ich auch zu den Leuten, mit denen ich arbeite. Es geht nicht darum, dass ihr mir glaubt, was ich sage. Es geht darum, dass ihr glaubt, was ihr fühlt. Und dass ihr fühlen müsst, ob das, was auch ich sage oder irgendjemand anders sage, für euch stimmig ist und zu prüfen und zu fragen. Und wenn die Leute skeptisch mir gegenüber sind, finde ich es ein positives Zeichen, weil es zeigt mir, dass sie beginnen zu hinterfragen, was sie da sehen und nicht einfach nur konsumieren.
Vera Birkenbiel hat ja mal gesagt, man sollte es eigentlich nicht Meinung, sondern Anderung nennen, weil es eigentlich nicht aus einem selber entspringt, sondern weil es einfach immer nachgeplappert wird. Ja, Ja, also es ist schon harter Tobak natürlich, aber die Wahrheit muss nicht unbedingt bequem sein, aber es ist das ja. Einzige, was uns frei macht. Dieser Satz aus der Bibel ist vielleicht gar nicht schlecht. Die Wahrheit wird Es ist euch nicht frei alles, machen. es ist nicht alles schlecht. Nee, Ich will es auch ja, nicht pushen jetzt oder bashen hier. Also es ist wirklich, ja, ja. es gibt gute Dinge. Ja, Aber liebe in deinen einem Ver Nächsten und liebe dich selbst. Was soll man da schon gegen sagen? Und ich meine, ja, wenn man ja, es wirklich verwirklichen würde, würde es dich auch komplett frei machen. Also, richtig. es, Und das ist das Fiese. Und es gibt ja, eine Regel. In dem Moment, wenn irgendetwas Diabolisches passiert, wenn das Böse sichtbar wird in meiner Welt und ich beobachte es und ich tue nichts dagegen, dann gebe ich meine Energien dazu hinein und damit meine Zustimmung, dass es passieren darf. du hast nicht nur die Verantwortung für die Dinge, die du tust, sondern auch für die, die du nicht tust. Ja, richtig. Und wenn ich zum Beispiel was Dunkles sehe, ein dunkles Ritual sehe, eine neue Konspirationstheorie und egal was, was Teil der Matrix ist, das Erste, was ich dann tue, nachdem ich es gesehen habe, ich widerrufe meine Zustimmung, dass das weiter in meiner Welt stattfindet. Es steht und fällt Punkt und eins. in dem Ich muss meine Gayatri-Mantra bittet man ja die göttliche Instanz um größtmögliches Differenzierungsvermögen. Und das ist eigentlich die einzige Fähigkeit, die uns Ja, befreien kann. Also wenn wir nicht diese wache Intuition haben, werden wir automatisch auch immer wieder in der Traufe landen. Was ich mich jetzt frage, also diese ganzen Informationen, das ist schon sehr kostbar. Und dort in den Kaninchenbau reinkraxeln, so nenne ich das immer. Das macht man wer jetzt mit dir down the rabbit extra. hole. Ja, ja, genau. Und ist es wirklich notwendig, es genau zu wissen, oder reicht es denn auch, also sich in einen höher schwingenden Zustand zu begeben? Mir ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir Gottvertrauen wirklich entwickeln, dass wir anfangen, uns hinzugeben, zu wissen, die höhere Instanz ist wirklich diejenige, die das Sagen hat. Also ab 5D und höher, du sagst ja, ein Erwachter hat mehr Licht als Millionen Schlafende. Also wenn wir anfangen, uns wirklich dahingehend zu öffnen, auch natürlich um Hilfe zu bitten, weil aus unserer selbst verschuldeten Unmündigkeit kommen wir, glaube ich, alleine nicht raus. Ähm, genau, also brauchen wir wirklich all diese Zu Informationen. korrigieren. Zumal, und Ich bin vielleicht kein eine Sache Freund noch. davon, etwas zu ignorieren, weil das ist eine andere Art von Fokus. Es gilt damit, seinen Frieden zu machen und zu erkennen, ich habe den Krieg in mir, ich weiß, wie sich der Krieg anfühlt, ich habe ihn erlebt in verschiedenen Spektren, und ich wähle die Harmonie in mir. Und Frieden ist ja auch teilweise ein Krieg gegen Krieg. Wirklich zu fühlen und zu gucken, dass, ich sage immer, der eigene Rucksack leer wird, das eigene Quantum erkannt und bekannt ist. Und wichtig ist, nicht Grenzen zu bilden, sondern Verantwortung zu übernehmen für das, was ich nicht sehen will. Und zu sagen, dass Krieg nicht existiert im Seelenursprung, ist mehr oder weniger korrekt und inkorrekt, weil wenn es in dem Menschen existiert, existiert es in der Seele. Und wenn es nur in der Seele existiert, was der Mensch erfahren hat. Und die Unendlichkeit bedeutet wirklich unendlich zu sein, ewig zu sein, kein Anfang und kein Ende zu haben. Und in der Unendlichkeit ist alles existent. Ich existiere, ist der Zustand der Seele. Ich existiere. Und wenn ich existiere, dann habe ich immer existiert und werde immer existieren. Alles geht ins Licht. Selbst die Dunkelheit, selbst das Böse geht ins Licht. Und selbst die fiesesten Seelen auf diesem Planeten und die Aliens, auch die gehen irgendwann ins Licht. Und deswegen, und wenn die Familie um euch ist, seid mutig, steigt auf, steigt aus dem System, aber versucht die Leute nicht wach zu machen, sondern seid ein leuchtendes Beispiel, wie jemand sein kann in der besten Version von sich selbst ohne Manipulation des Systems. Und das soll doch ein großartiger Indikator sein. Und ich hoffe, dass ich euch ihn geben konnte hier in dem Interview.